Das ist kein Geheimnis, dass Wim Wenders zu den ganz wichtigen Regisseuren unserer Zeit gehört. Er hat ja auch über lange Zeit hinweg gearbeitet. Es ist nicht ja so, dass er einen oder zwei Bestsellerfilme gemacht hat. Er hat ein halbes Jahrhundert lang Filme jetzt gemacht. Und es ist kein wirklich schlechter dabei. Das heißt, er verkörpert unsere Zeit und das, was unsere jüngste Vergangenheit war, ja in einer ganz eindringlichen Weise. Er ist eine Stimme, die kann man gar nicht richtig wegdenken. Ich würde einem 18-jährigen Filmstudenten sagen, wenn du Filme machen willst, schau dir Wims Filme an, du Depp. Das ist eine der abgelegensten Gegenden in ganz Amerika. Das ist im Big Bend National Park. Das ist eine große Wüste, Grenzgegend zu Mexiko, aber in der trockensten Wüste. Das ist da, wo Paris, Texas angefangen hat, in dieser Wüste. Und auf dem Weg dahin, wo ich anfangen wollte zu drehen, da hat auch niemand mehr gewohnt. Aber trotzdem, es gab eine völlig einsame Farm, wo die beiden gewohnt hat. Sie ist eine Indianerin, Macy hieß sie. Und seinen Namen habe ich vergessen, die lebten da schon seit 20, 30 Jahren. Völliger Outcast. Ganz, ganz einfach, nur ein Brunnen, keine Elektrizität, kein fließendes Wasser. Die waren aber glücklich da in der Wildnis. Der nächste Ort hieß Terlingua, da brauchte man 2 Stunden. Für mich ist Erzählen ein Wagnis insofern, als man Erzählen nur ernsthaft darf, finde ich, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht.
Wenn man vorher weiß, wie das ausgeht, ist es geschummelt. Dann ist es auch kein Erzählen. Wenn man will, dass es aufgeht und es von Anfang an plant und auch ein Drehbuch schreibt, wo alles schon bis zum Ende fertig geschrieben ist, warum will ich dann erzählen, wenn ich nichts erfahren will in dem Erzählen? Wenn ich nicht wissen will, wohin führt diese Anfangssituation? In all meinen Spielfilmen habe ich das irgendwie versucht, weil ich das Erzählen als Abenteuer ernst nehme und weil ich das auch traumhaft finde, dass man etwas anfängt, ein Erzählen, einen Film zu machen und was riskiert. Dass ich nämlich nicht weiß, wohin das führt. Und wenn das so ist, wenn man einen guten Anfang hat und sich dann auf den Weg macht, on the road, auf den Weg, da gibt es für mich nichts Schöneres als die Haltung, die ich dahinter entdecke. But I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. Diesen Sog zu erleben und sozusagen mit seinem Filmteam und den Schauspielern und der Geschichte auf diesen Kahn zu kommen, der dann nicht in den Brackwassern irgendwie eines Flusses dann irgendwie zum Stehen kommt, sondern auf den Fluss draufkommt und dann getrieben wird und dann mitzieht und dass man dann diesen Strom spürt, der einen zieht. Das ist eine Wahnsinnserfahrung. Das habe ich zum ersten Mal im Paris, Texas gespürt, dass Geschichte ein Strom ist, der alle mitzieht und das ist ein tolles Gefühl. Schon beim Drehen habe ich gewusst, das war das Beste, was ich tun konnte. Und es waren auch alle Umstände gut gewesen. Ich hatte die richtigen Leute und ich war immer am richtigen Ort, wo alles so einfach und gut zusammengepasst hat. Und Nastassja war auch genau die richtige Besetzung. My legs get a little tired from standing all the time. Is this your first visit here? Und der kleine Junge, den wir gefunden haben, der Hunter, der war wirklich der Junge, den ich mir ausgedacht hatte. Get over here. Dad, can you hear me? Der Harry Dean war wirklich dieser Travis. Dieser Mann, der nicht mal mehr sprechen konnte, der so katatonisch war und irgendwie nur noch diesen einen Wunsch hatte, seine Familie wieder zusammenzufinden. Well, I used to live on Broadway, right next to the Liar's House. My number was self-righteousness and a very little kind of mouth. So I moved, and
I'm living on Straight Street now. I moved, I had to move. I'm living on Straight Street now. Before I moved over, let me tell you how it was with me. Old Satan had me bound and chained, and I had no liberty. One day my heart got troubled, all about my dwelling place. Selbstbedienung. Then he spoke to me, and he told me to leave that place. So I moved, and I'm living on Straight Street now. Yes, I moved, well, I'm living on Straight Street now. He is a storyteller, but I think of him more even as an adventurer. And he goes stomping in puddles to this music. And it has a power of, it plays on your imagination. It's unlike anything else. You know, Wim, particularly with Paris, Texas, Wings of Desire, had reached a level of popularity internationally that there was a palpable sense of, for a moment, Germany seemed to embrace him as our guy out there in the world. Making beautiful, honest, heartfelt, unusual, compelling, and moving, but above all, honest, cinematic art. We're on the road to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere. We'll take that ride. I'm feeling okay this morning, and you know, we're on the road to paradise. Here we go, here we go. We're on the road to nowhere. We're on the road to nowhere. We're on the road to nowhere. Oh, there's a city in my mind. Come along and take that ride, and it's alright. Baby, it's alright. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's alright. Baby, it's alright. They can tell you what to do, but they make a fool of you, and it's alright. Baby, it's alright. We're on a road to nowhere. I would say that his movies are like paintings. And if you look at Paris, Texas, and the desert, and his eye and his vision, and how he filmed it, and what we what he created, it's like artwork. The canvas is so beautiful for him. Everyone, by the way, I remember when Paris, Texas came out, everyone loved the soundtrack to the film, the complete soundtrack. I sing and I can write songs, but I'm not an active musician. I don't play anything. But if I did, I'm sure that I would do it like Ry Cooder did. I was sitting around the table with my wife, Susie, and Jim Dickinson, the keyboard player, and we were doing something. I forget why he was out here from Memphis, and he said, well, I wonder what Vim's doing. You know, I bet he's doing something interesting. 20 minutes later, the phone rang. I hadn't heard from this guy in years. And I hear this whoosh on the telephone, long-distance telephone.
Hello, this is Vim. That's sentence number one. I say, hey, Vim, we're just talking about you. What are you doing? Well, I made a film. That's sentence number two. Yeah. And he says, yeah, I'd like you to do the music. It's great. Get rhythm. When you get the blues, get rhythm. When you get the blues, get rock and roll. Vim had one of the great music collections of rock and roll music that I'd ever seen. When you get the blues. We rigged it up with a tape deck in the early days and would cruise off across the Southwest listening to, probably had stacks of cassettes, you know, of every kind of thing, like Tampa Red and rock and roll and rockabilly and I don't know what all. So this was something that he was putting together in his mind, you see. He must have seen it all as a puzzle. You have the right car, then you need to write music, and then you go down the right street, and you get a whole picture. You see what this place is all about. Wir haben gewusst, dass wir Paris, Texas im amerikanischen Westen ansiedeln wollten. Und da bin ich monatelang rumgezogen und habe jeden Highway und jede Straße und jede Landstraße und auch jede Staubstraße abgefahren. Habe wahnsinnig viel fotografiert, aber das war keine Motivsuche. Von all den Sachen, die ich fotografiert habe, ist im Film nichts übrig geblieben. Ich habe fotografiert, damit ich die Landschaft kannte und damit ich das Licht kannte und damit ich diese Angst vor dieser Farbigkeit, dieses Kodachrom, was einen da ständig anlacht, da musste ich meine Angst vor verlieren. Dafür habe ich lange fotografiert, bis ich das selbstverständlich konnte, bis ich diese Landschaft intus hatte. Must have, he takes a million pictures wherever he goes. It's an assemblage kind of thing. It's like the green door and there's the red stripe and then there's this cloud over here. And it's there as tools or fluid elements for him, you know. So he's seen a million skies in pictures. It doesn't necessarily mean anything. You know, it's just a sky, it's clouds, so what? But he's got the notion of how you focus that for people. You focus it with this poor man standing on the railroad tracks. Then the sky has meaning. What's out there? There's nothing out there. When you look at a painting or a photograph, you're seeing a certain moment, a certain time, but you don't know what happened before or after in that photograph. It's kind of left up to the viewer to participate with that image. Well, I always felt Vim's work had a certain meditative quality to it that demanded the viewer, the audience, to participate with that image in its storytelling. He almost put the viewer
in the position of the character. I think the sense of place and time and consideration of elements that don't normally come together, coming together, is something that he very beautifully creates. And, you know, a total artist, the thing that's impressive about Wim when you look at the breadth of what he does, not only as a filmmaker, but he's done so many things, and there's a wide range, you know. I think of the Van Gogh quote, you know, love many things, and there within lies the strength, and he who loves many things performs much, and that which is done with love is done well. Die brauchen noch locker 2 Stunden, bis das hier steht. Du kannst mir jetzt mal kurz sagen, also das sind jetzt die 3 Achsen, wo du doch meintest, man kann die nie zusammen sehen, aber jetzt? Nee, das geht von da hinten in der Ecke bis zu der Ecke geht das Bild. Also du kannst das nicht so, alles... Jetzt rein physisch, so. Ja, physisch nicht. Schön. Also das hier ist halt die tiefste, das höchste Bild. Ne? Da haben sie jetzt auch die Tür ausgeweißt, das ist ganz schön. Das ist toll. Und da hinten, das ist mit das Schönste, weil das ist 16:9 praktisch, da hinten die Wand. Und das sind diese ganz also das langen... ist 1, 2... 7 Stück. 1, 2, 3, 4. Ich bin ja in sein Leben eingestiegen, 20 Jahre jünger und mit einer großen Bewunderung für ihn. Aber meine Bewunderung für ihn und auch, dass er halt so der große Wenders ist, das war bei mir schon am Anfang auch ausschlaggebend, dass ich ihm mehr vertraut habe als mir. Und mein Vertrauen in ihn als Künstler ist ja riesig. Er ist einfach genial. Wie geht man damit um? Ich bin im Herzen eigentlich, sehe ich mich immer so, dass ich wie so eine, ich sag mal, wie so eine Fee oder so eine Elfe um ihn rum tanze. Und wenn ich etwas von ihm, wenn ich darüber nachdenken würde, was ich als Frau mit einem Mann verheiratet von ihm erwarten würde, dann darüber denke ich gar nicht nach, weil das steht gar nicht zur Debatte. Vollmond, guck mal. Sieht ein bisschen unrund aus. Du, das ist Vollmond. Das ist Vollmond, sag ich dir. Oh ja. Ich war oft überfordert an seiner Seite, aber nicht, weil er so viel von mir erwartet hätte, sondern mit ihm Schritt zu halten. Ich habe manchmal gedacht, er ist eigentlich so ein Dampfer und er fährt einfach immer weiter. Also es gibt nie einen Stopp. Und ich bin eher so, also wenn ich das mal in diesem Bild, wie so ein kleines Schnellboot. Und wenn ich mich andocke, bin ich dran. Und wenn ich mich aber abdocke, dann fährt er einfach weiter. Ich bin, gebe ich auch gerne vor der Kamera zu, bekennender Workaholiker. Es ist mein großes Problem. Zu viel machen zu wollen. Ständig. Jeden Tag aufs Neue.
vois, c'est par rapport à la hauteur, on a du pilier, du gros pilier là. Le P10, je suis obligée De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Ich habe diese Erfolge wie Paris, Texas oder Himmel über Berlin oder Buena Vista Social Club, also wenn du die kommerziellen Erfolge nimmst, ich habe daran zwar viel getan und habe daran auch viel gekämpft, aber große Teile davon sind mir geschenkt worden. Also Filme machen ist nur zur Hälfte das, was man macht, und zur anderen Hälfte das, was man bekommt. He'll find a piece of absolute reality, you know, a movie screen abandoned in the desert that is really there and is part of our culture, and yet has a very surreal sense. He is able to take, just film almost or present just routine things or normal things or things that simply exist, but present them in a way that exposes their magic. It's constant telescoping of ideas. It never ends. So in a certain way, I feel that the film, maybe not any particular character, but the idea of the film, both preserving and sharing the present and past, but looking toward the future, is much like Wim. But why are they modern classics? I think because they are poetry, and they are cinematic poetry, and meditations on the human spirit. Definitely, that's what I loved Wings of Desire. The scene with the angels listening in the library, I think, is indescribable. You know, it's a true poetic moment, and there aren't that many in films. You know. Walter Benjamin kaufte 1921 Paul Klees Aquarell an. Über sie hinweg ziehen die Kraniche. Schaut den Kopf fest auf dem Hals. Die seltene Implantation im kurzen interstitiellen Teil geht ebenfalls mit einer Rupturatur einher, gelegentliches Uteruswand. Der Fruchttod erfolgt gewöhnlich im zweiten Schwangerschaftsmonat später. Gelegentlich It's got the playfulness and a rigor at the same time. It's got a classicism and a modernity at the same time. And what he does beautifully is put
together the elements that I love in cinema. Sound, light. He makes an event. You know, his specialty isn't necessarily a classic narrative, but he puts together events and makes images with sound and light and music that once you see them, they stay with you forever. An die erschienen das Himmel über Berlin war ein Heimkehrerfilm, der versucht, die Wurzeln dieses Landes zu definieren und diese Sprache zu definieren und auch in einem Schnellkurs sozusagen von der Stunde 0:45 auf damals die Gegenwart 87 zu wandern. Das war für mich meine Definition, was es ist, ein Deutscher zu sein. Und ich habe als Heimkehrer in dieses Land einen Film gemacht, der genau auf dieser Suche war, was ist das Deutschland? Das war Himmel über Berlin. Ich musste ja nach Amerika gehen, in der Mitte meines Lebens, um dort in der Ferne rauszukriegen, dass ich nicht dran vorbei konnte, dass ich Deutscher war. Das habe ich nie vor mir selbst anerkennen wollen. Ich habe dazu nicht gestanden. Ich wollte immer woanders hin. Ich wollte immer jemand anders sein. Ich wollte von meiner Kindheit an immer noch weg. Ich bin dann am 14. August 1945, also schon ein paar Monate nach Kriegsende, geboren. Ich erinnere mich, dass meine Eltern zwar geschockt waren, dass ich nichts Vernünftiges lernen wollte, aber haben mich so weiter unterstützt, auch als ich von zu Hause weg wollte. Ich bin auch meinem Vater sehr dankbar, dass ich auch schon sehr früh als erster von all meinen Freunden eine 8mm-Kamera hatte. Eine ganz billige Plastikkamera, aber immerhin habe ich dann auch angefangen, mein Geld in diese 8mm-Filmchen zu investieren. Das waren natürlich vor allem Kurzfilme, obwohl ich noch weiß, dass ich dann auch angefangen habe, Leute zu filmen oder die Straße zu filmen oder aus dem Fenster raus zu filmen und alles Mögliche zu filmen, auch vor allem, als wir dann umgezogen sind von Düsseldorf ins Ruhrgebiet und dass ich dann die Industrie angefangen habe zu filmen. Und wie mein Vater eines Tages mal kommt und sieht, wie ich da den Abendhimmel fotografiere und die Schlote, die man von unserem Haus aus sehen konnte. Und sagte, warum filmst du das denn eigentlich? War mir ganz selbstverständlich, dass man das festhalten musste. Da hatte er nicht so viel Verständnis, weil das fand er Geldverschwendung. Ich sollte doch lieber meinen Bruder filmen oder alles Mögliche, aber doch nicht diese hässliche Industrie, die da um uns rum stand. Das, was ich um mich herum kannte, diese abgewrackte Industrie. Das Gegenbild dazu für mich war der amerikanische Westen. Und ich glaube, meine Faszination für diese Landschaft, für Amerika, kommt auch irgendwo aus meinen allerersten Eindrücken von der Welt. Dass da nichts ist, ein paar Silhouetten von Schornsteinen. Es ist eigentlich immer ein Aufbrechen in eine Zukunft, in der man sich was anderes erwartet, mit der man auch Utopien verknüpft, aber anfangen tut es aus einer Leere heraus.
you taking pictures for? I don't want like it. I need some money now. I'll still give you $300 for it. All das, was ich mochte, kam aus Amerika. Und diese deutsche Kultur um mich herum, die Schule, aber auch die Kultur, die meine Eltern mir vermittelt haben, das war alles langweilig. Das war irgendwie nicht so echt. Dazu kam auch das Gefühl, dass irgendwas in meinem Land nicht richtig war. Und dass irgendwie es ja nicht sein konnte, dass niemand zurückgeguckt hat über die Schulter, sondern dass alle nur so panisch nach vorne hingearbeitet haben. Der amerikanische Traum, den man sich noch vorstellen konnte und trotzdem auf den Spuren von was, wovon mir niemand erzählt hatte. Ich habe es selbst gefunden für mich. Das war für mich schon aufregend. Ich war auf der einen Seite merkwürdig vertraut mit allem und war zu Hause und auf der anderen Seite war es unfassbar. Das war sozusagen, es war alles irrsinnig abgegriffen und es war eigentlich wie aus dem Film Noir, das ganze Leben, was da ablief. So. Das war gleichzeitig auch alles Kino. Gar keine Frage. Der ganze amerikanische Einfluss nach dem Krieg hat ihn geprägt. Wichtig waren aber auch für ihn immer Filme, um verstehen zu machen, was im Innersten eines Menschen und in einer Beziehung das Leben ausmacht. Mit diesem Schatten. Ist doch super. Machen wir hart, ne? Ja, alles hart. Ich gebe ihm einen kleinen Eyekicker für die Augen hier. Steht Jamie schon bereit? You're gonna come down the street, but that's in a wide shot, which we only do afterwards, because we still have too many troubles with the cars, yes. Cars and car stuff. So we do the close-up first. And then you come down and you lean here against this pole. Okay. So you're a little... Can you see that way you're there if you come down? And she, the girl, what? Maybe on the other side? Yeah. Yeah. I need a feeling of melancholic senselessness sometimes. Good. Okay. Very good. Yeah. I know. It's fine. Nobody comes out of the shop anymore. Stay back there. Come. And no crossing here, please. No crossing. Joe, watch out. And set. Action, Dog. Wie soll man leben, ist die einzige Frage, die nie beantwortet werden kann, auf die man zwar immer eine Antwort findet, aber nur, um am nächsten Tag nach einer neuen zu suchen. Wie soll man leben, ist nicht mit einer Antwort getan, auch nicht mit einer Überlegung. Am nächsten Tag ergibt sich die Frage von neuem, wie soll man leben. Let's glance at her and then you walk out. Das Kino ist, finde ich, die Sprache und die Kunst und die Industrie par excellence, um diese Frage permanent jeweils zu der Zeit zu beantworten. Ein Cut. Ja. Ich finde, das ist mein Beruf. Die Antwort immer neu zu finden. Und die Antwort immer neu zu denken und die Antwort auch immer wieder in Frage zu stellen, schon mit der nächsten Arbeit. Sie ist nie zu Ende beantwortet, die Frage, wie soll man leben. Wenn man sich ansieht, was er in Amerika gedreht hat, das hat mit Kinomythos zu tun, das hat mit Americana zu tun, das hat mit seinem Traum von amerikanischem Kino, das ihm früh zugänglich gewesen ist,
Damit hat es zu tun und hat mit deutscher Wirklichkeit gar nichts zu tun, zum Glück. Diese Sachen, die deutsche Wirklichkeit in den 70er, 80er Jahren darstellen, die stauben einem heute zu den Ohren raus. Ich glaube, wenn Sie sich heute ziellos und wahllos 20 Filme aus dieser Zeit anschauen, da müssen Sie sich in einen Stuhl fesseln lassen, damit Sie das durchstehen. Da ist so viel Mittelmäßiges, so viel an Prätentiösen entstanden, dass ich gar nicht dran denken will. Du machst aber nicht Regie, Herr Wim. Nee, ich mache keine Regie. Okay. Wir sind hier Darsteller unserer Ja, selbst. schön, dass wir uns wiedersehen. Immer wieder sporadisch. Ich glaube, das erhält die Freundschaft, dass wir uns wirklich manchmal auch jahrelang nicht sehen. Ne? Ja, bizarrerweise werden wir dem neuen deutschen oder jungen deutschen Film zugerechnet. Wie empfindest du das? Ich habe da nur einen Schrecken davor. Wer das eigentlich erfunden hat. Weil wir wollten ja nie irgendwie, auch nur im Entferntesten, irgendwas sein wie eine Schule oder eine Gruppe. Ja, oder wir waren so wie die Italiener das waren. Das heißt, mit einem im Wesentlichen gemeinsamen Stil wir hatten und das nicht. gemeinsamen Themen. Wir hatten das nicht. Wir hatten Oder überhaupt nichts gemacht. brasilianische Wir waren Einzelgänger, Film Novo, hoch 10 ja. alle. Und das war das Tolle. Dass wir Einzelgänger waren, jeder für sich, jeder seine eigene Tradition mitgebracht hat und wussten, wir brauchen uns trotzdem. Richtig, weil wir uns eigentlich so empfunden haben, glaube ich auch. Also ich zumindest. Ich wollte mit diesem ganzen Sauhaufen nichts zu tun haben. Haben Sie für diese, wahrscheinlich doch auch für Sie überraschende Resonanz, irgendeine Erklärung? Nee, für mich war es nicht so überraschend wie für Sie und viele andere auch. Ich glaube, der Film ist vielleicht nicht so provinziell, wie ihr es seid. Filmemacher, und das ist sicher mit ein Hauptgrund für die gesamte beschissene Situation, ist derart isoliert von seinem Publikum durch den gesamten Weg, der da zurückzuschreiten ist, über Entfremdung gegenüber dem Produzenten, Entfremdung gegenüber einer Anstalt, Entfremdung gegenüber einem Verleiher. Wir sind Utopisten unter anderem. Wir haben uns erhofft, dass da so ein paar Sachen passieren würden. Und diese harten ökonomischen Gründe sind nachwuchsfeindlich. Was ich bin, das sind die Filme. Germany was re-emerging in the mid-60s, 70s. The German New Wave, they were being supported by the state and the television. And they were re-emerging culturally with the rest of the world through cinema. I mean, for me, Fassbinder was on the political context, and Herzog, who I had worked with, was still in maybe a tradition of a certain kind of romanticism. But I think Wim was documenting something about the youth and the emotional transformation of Germany finding its own voice. And I think that's what was universal about his storytelling, was that it mirrored the angst of the youth and of the culture, of finding its own footing. Es war ja damals ein merkwürdiger Zufall, dass wir beide in Tokio, also in derselben Stadt waren, ohne voneinander zu wissen. Irgendjemand muss dir gesagt haben, dass ich da war. Wir waren zu zweit, der Ed Lachmann und ich. Der Ed kennst du ja auch. Ja. Und irgendwann hieß es, habt ihr schon gehört, der Werner ist angekommen.
Aber Wim, ich muss gestehen, den Film habe ich nie gesehen. Ich glaube aber, es war nicht, dass ich keine Gelegenheit hatte. Ich wollte ihn nicht sehen. Ich hatte immer gedacht, das ist peinlich, wenn man sich selber in einem Film sieht und Regisseure vor der Kamera, das geht in der Regel schief. Ich mache das auch. Ich gucke mich nie selbst. Ich schaue mir auch diesen Film nicht an. Ich werde mir auch diesen Film nicht anschauen. Ja, und dazu kommt noch den Film, den du damals in Cannes gedreht hast, Zimmer 666. Hast du auch nie gesehen? Nie gesehen. Aber ich erinnere mich inhaltlich kaum an beide Filme. Ich weiß nur, in Cannes, da waren verschiedene Leute, vor allem Regisseure, glaube ich, eingeladen, in dieses leere Zimmer zu kommen. Eine Kamera lief und ein Fernseher lief. Ich weiß, dass ich den Fernseher, glaube ich, abgeschaltet habe. Und ich war wohl der Einzige. Weißt du auch noch, dass du dir die Schuhe ausgezogen hast? An das, ja, ich erinnere mich vage. Ich hatte gedacht, ja, wenn du die Schuhe ausziehst, ist wahrscheinlich besser. Ja, ich glaube, ich ziehe am besten mal meine Schuhe erst aus. Das ist eine Frage, muss man ohne Schuhe beantworten. He decided to take a room in the Majestic. It was room 666, so it was the name of the movie. Il m'avait expliqué, donc on fait un plan. Donc tu mets la caméra en place. J'avais quand même placé 2 petites lampes pour éclairer. Et j'étais avec un ingénieur du son. Nous étions 2. C'était un film sur la mort du cinéma, mais c'était un film politique aussi. La question était précisément, le cinéma est-il un art en train de mourir? À un moment, dans cette chambre, il y avait Steven Spielberg, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard et Herzog. Dann schalte ich's mal aus. Ist das Kino ein aussterbendes Medium? Ja. Haben Streamingdienste das Kino ersetzt? Ja. Wenn das traditionelle Fernsehen schon dem Untergang geweiht zu sein scheint, welche Überlebenschance hat dann das Kino? Keine. Welche Zukunft hat das Kino heute? Keine. Die Cinemathek hier in Paris, das war für mich der Initialort. Das war der Crashkurs in Filmgeschichte. Viele hundert, vielleicht an die 1000 oder mehr. Ich habe ja manchmal am Wochenende 5 oder 6 Filme gesehen an einem Tag. Ich war ja angefixt. Ich hätte ja noch mehr gesehen, wenn es noch mehr gegeben hätte. Amerikanische Filme waren anders als andere. Und Western habe ich über alles geliebt. Habe dann auch allmählich gelernt, wer die guten Regisseure sind. Den Anthony Mann schätzen gelernt, den John Ford. Warum habe ich die Cinemathek entdeckt? Letzten Endes, um irgendwie mal aus meiner Bude rauszukommen. Ungeheizt, wie sie war. Kalt. Anfangs war es nur der einzige Ort, wo es warm war. Und nach einer Weile war es der einzige Ort, wo ich hin wollte. Meine Absicht war ja, Maler zu werden. Und irgendwie war das auch nicht mein Ding, in Deutschland Maler zu werden. Ich dachte, wenn, dann muss das in Paris sein. So this is the day of the dead. St. Jude and the Lady of Guadalupe. Ich
Ich hatte viele Träume. Architekt, Arzt, Philosoph, Priester. Am meisten hineingedacht habe ich mich, wie das ist, Maler zu werden. Und jedes Mal kam mir vor, okay, das könnte ich, das würde ich gern, aber was ist da mit allem anderen? Und weil ich keine Antwort gefunden habe und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich das einzige Metier entdeckt, das mit all dem zu tun hatte. Ich habe eigentlich Film gesehen als Möglichkeit, Maler zu bleiben, aber eben nicht in diesem traditionellen vor der Leinwand stehen, sondern die Kamera war eine andere Art von Leinwand. Und ich habe gedacht, als Filmemacher kann man diesen Wunsch der Malerei anders umsetzen und hat einen anderen Zugang zu Bildern und kann irgendwie das, was früher Maler waren, heute mit Filmbildern machen. Ich habe ja immer Die Angst des Thomas beim Elfmeter als meinen ersten Film genannt, weil ich da wirklich alles neu entdeckt habe. Das andere war eine Fortsetzung des Studiums mit anderen Mitteln, aber das erste Erzählen war wirklich in Angst des Thomas beim Elfmeter und man weiß es ja nicht, wie es geht. Und das dann zu erfinden, das darf man nur einmal. Danach kann man es zwar immer wieder neu erfinden, aber die Unschuld, die man da hatte an diesem ersten Mal, kriegt man ja nie wieder. Hey, Erika, schön dich zu sehen. Die Burgschauspielerin Erika Plummer, für mich die Grande Dame des österreichischen Films. Damals schon. Ich hatte jedenfalls einen Heidenrespekt und wusste nicht, wie gibt man so einer Person Anweisungen, was sagt man und wie korrigiert man was, wenn es was zu korrigieren gäbe. Ich weiß nicht, ob ich jemals was korrigiert habe. Das habe ich schon gemerkt, dass du das irgendwie noch nicht wusstest, aber du warst ja so jung und irgendwie scheine ich kapiert zu haben, was du wolltest. Ja, weil jedenfalls sehe ich das meine ganze nachträglich. Hoffnung an Schauspieler war, dass sie sich selbst Dass sie's einbringen. kapieren, ja. Dass sie das sind und nicht spielen. Ja. Und Und du das bist ist ganz ohnehin. selbstverständlich, du hast dich da reingesetzt in diese Kabine und warst komplett die Kinokassiererin. Wieder fußfreie Reihe? Ja, fußfreie Reihe. Ich habe leider kein Kleingeld. Und größer haben Sie es auch nicht? Kennen Sie den Film? Er handelt von einer Falschmünzerbande. Ich habe mal einen Film gesehen, da hat einer Falschgeld gemacht, das auf der einen Seite mit 10 und auf der anderen Seite mit $20 beschriftet war. Kennen Sie den Film? Nein, Aber den Film, der heute läuft, den haben Sie doch gesehen. nein, auch nicht. Ich fand nie, dass man fürs Filmemachen Mut brauchte, sondern man muss es ja nun machen. Und es war ja was Schönes. Also es war ja was Man Herrliches. will es ja auch tun. Ja, es ist ja was Traumhaftes, eine Kamera zu haben und ein Team zu haben. Also es war ja das Paradies. Und in dem Paradies musste man halt eigentlich vor allem
glaubwürdig so wirken, als wüsste man, was man tut. Das war für alle beruhigend. Das habe ich dann auch so getan. Ich habe allen den Eindruck gegeben, ich weiß genau, was ich will. Im Grunde nur habe ich Herzklopfen gehabt, weil was man mit Schauspielern macht, wusste ich nicht. Dass in diesen 3 Jahren Filmhochschule gab es keine einzige Stunde, keine einzige Lehrkraft, die der Schauspielerei gewidmet war. Ist schon seltsam, nicht? Ja, ist absurd, ne? Denn ich meine, an und für sich hat Filmen mit Schauspielern zu tun. Ja. Also. Völlig absurd, aber sie haben sie glaubten, vielleicht haben sie geglaubt, wir machen eh keine Filme und deswegen brauchen wir das auch nicht. You know, she lives in room 29. World's one right up the top of mine. I start to cry. I start to cry. When I hear her walking. Wenn ich sagen soll, wer ist der Wim Wenders, hüte ich mich vor der Frage, weil ich will's nicht wissen. Ich will's wirklich nicht wissen. Ich sehe den Typ schon jeden Morgen beim Rasieren. Das reicht mir. Perfektionist ist so ein Charakterzug, den ich gut kenne, der viele Leute in den Wahnsinn treibt. Also, ich bin sehr geduldig und ich bin sehr hartnäckig. Das kann natürlich in gewissen Situationen auch einem auf den Wecker gehen. Ich war immer ein extrem schweigsamer, stiller, in mich gekehrter Mann. Im Inneren geht's manchmal ganz schön her, aber wenn ich das jetzt zeige, bringt das niemandem was, dann werden alle anderen auch nur wibbelig. Es hat schon Methode, entspricht auch meiner Art zu arbeiten. Beim Filmemachen muss einfach viel unausgesprochen sein, damit das, was man sagen will, erscheinen kann. Also man macht viele Fehler, indem man zu viel erklärt. Auch Schauspielern zu viel erklärt, was man sich wünscht. Das, wenn man es anders kriegt, wenn es ungesagt bleibt und trotzdem erscheint, ist es viel schöner, als wenn man es rauskitzeln will und dann so lange macht, bis es dann kommt. Es ist besser, man kommt es, ohne dass es benannt wird. I think Wim directs by intuition. I think he's at his best when he selects the right actors for the roles who bring their own stuff, and he doesn't have to drag it out of them, because Wim doesn't give you that. I think he likes actors who can create the characters and surprise him. He has a mixture of vulnerability and aggression. He's complex to the point of frustration, you know, that you can't truly understand him. Stay silent if you can. Don't ask questions because people will be bothered. So I never bothered Wim to tell me what really he thinks. Take a stranger by the hand, a man who doesn't understand his wildest dreams. He's often in another world. You're talking to, you know, his mind is always working. He's very direct and very kind in looking at you, and yet I can almost watch the wisp of his mind. Die Stille ist schwer auszuhalten, weil sichtbar ist, dass er sehr bewegt ist. Ja, auf seine stille Weise, also so force tranquille oder so, ist er sehr obsessiv. Also er ist auf eine verblüffende Weise auch unnachgiebig. Also, aber eben nicht mit brachialer
Gewalt, sondern so. Das Nicht-Reagieren auf die klare Frage, was denkst du jetzt? Oder das Schweigen, wenn man etwas sagt, oder auch, wenn man eben ein Angebot macht als Schauspieler oder auch ein Angebot macht als Mensch. Dann ist es ganz oft so, dass Leute total verunsichert sind, weil sie nicht wissen, was denkt er jetzt, was fühlt er jetzt, weil er nichts sagt. Er kann aber nichts sagen, weil er nicht weiß, es kommt später bei ihm. Why didn't you look through it? Well, you told me that it worked automatic. Yeah. I can see through it, without actually being in the yeah. He's not saying anything when you're all there and ready to go. I don't even remember hearing an action. I don't think he told me anything. I'd love to know if he told me anything, because I don't have a memory of it at all. You would have to really feel it that he's doing that he doesn't like, and he is not an argumentative person or a person who's going to say, look, I'll tell you how I feel. But he is decisive in his own way. I mean, he's a wonderful filmmaker, and how he arrives at it is sort of unique to his personality. But he does use the instrument of himself as an element in the movie. Ich habe die Filme von Wenders, die ich gesehen hatte, bis dahin außerordentlich geschätzt. Und insofern war das natürlich ein reines Glück, sozusagen vom Theater zu einem Film zu kommen mit jemandem, den man bewundert und großartig findet. Das war für mich Wim Wenders, eine ganz große Figur in einem Art neuem deutschen Kino. Aber der Wim ist außerordentlich flexibel und auch darauf erpicht, sozusagen Realität möglichst unmittelbar einzufangen, sodass da ein relativ großer Raum war für an den Spuren nachzugehen und Sachen, die ihn am Rande interessieren, plötzlich zur Hauptsache zu machen, auch wenn sie möglicherweise gar nicht im Skript standen. Es hatte schon was Spielerisches, der Umgang mit Kino, und dass man, wenn man einen Film machen will, dass man das auch einfach dann herstellt, die Konditionen, unter denen ein Film geschieht. Es würde mir ja niemand heute gestatten, einen Film zu machen wie Der amerikanische Freund. Der Film war geprägt davon, dass wir wahnsinnig viel beim Drehen reagieren konnten und beim Drehen ganz was anderes herstellen konnten, als mal geschrieben war, und dass das die Kraft des Films war. Das, was ich gut kann, ein Erzählen, was sich auf die Dinge einlässt und sich dann verändert und dann zu Resultaten führt, die man vorher nicht geschrieben hat, also im Drehbuch, das ist in der heutigen Landschaft, macht dann niemand mehr mit.
Great, guys. Thank you. Again? Am I good to pull the fiber on my end to reseat? Check that it's clean. Pulling it. Bis Himmel über Berlin hat er ja gar kein Drehbuch richtig gebraucht. Und für mich ist Wim eigentlich er ist ein Künstler, der von einem Tag auf den nächsten das weiterentwickelt, was er begonnen hat. Und das kann er in der normalen Filmindustrie eigentlich nicht mehr. Und das letztendlich seit Anfang der 90er. Aber er wollte immer wieder, so glaube ich, das beweisen, sich selber und auch der Welt beweisen, dass er es trotzdem auch unter diesen Umständen schafft, einen Film zu machen, der wirklich seiner ist. Okay. We should cut. Okay. Thank you, guys. In the nick of time, as they say. To spare. Okay, that completes. Thank you, guys. Please back up. Really nice. Thanks for the extra fiber. Absolutely. Thank you, man. Come. Und ich habe gesehen, wie er gelitten hat, am Set, jeden Tag gelitten, weil er immer unter diesem Zeitdruck stand. Und eigentlich hätte er von sich aus den Film ganz anders weitererzählt. Aber er musste das Drehbuch jetzt erzählen, weil das war abgegeben, das war gefördert, dafür gab es Geld. Da wären immer andere Filme rausgekommen. Und das ist so stressig für ihn. Ihm sind ja die Bilder und was im Bild ist so wichtig. Und er regt sich dann über Sachen auf, dass dann, ich sag mal, die Balance zwischen dem, was er eigentlich als Ergebnis haben will und dem, was er jetzt vor sich hat, nicht mehr stimmt. Dann rastet er aus und beschimpft jemanden, der gar nichts dafür kann in dem Moment, weil eben die Ungeduld da reinkommt. Okay, we go with Steve. Okay, Franz? I love it. Okay, we go. Wait a minute, leave it all on. Leave it all on. Can we leave it all on? Can the car drive into that position? Doc gets out and goes in. Let's go back into position and shoot again. Very quickly, we're losing light. We have a few more minutes. Bisschen reinzoomen oder rauszoomen noch? Oder findest du den Ausschnitt gut? Wenn der Dark jetzt reingeht, dann nee, wenn wir zoomen. Nee, ich zoome nicht. Ich meine nur die Einstellungsgröße. Ist die so gut, meinst du? Die ist gut so. Go a step further to your left, Dark. And now forward. There. There. Can you walk into that? And he starts with the car on the left. Joseph, he starts the car there. Okay, roll camera. And track. No! Track. Stop! I said start moving France. Yes, I know. And go back to one. If you could do one more, that'd be great. Otherwise, that'd be okay. I could get more depth on the sign at the end of that shot. Okay, then we do one last one. Okay, one more time. Reset. Ich schwenke jetzt ein bisschen weiter runter, weil das Auto ja da reinkommt und dann am Ende hoch, ja, Wim? Ja, that's it. Start driving. Let's go. No! Dolly? Dolly? No, I didn't say that. It's the truck. It's Dolly. the camera. The dolly move. I know. You said driving. Come Go on, back. guys. Calm down. I tell you, so car. This is Dolly, Yeah. and this is car, and this is pan. Okay, Yeah. pan, Dolly, car. And number one, set, and panning. In den letzten Jahren hat er angefangen, sehr ungehalten zu sein und rumzubrüllen. Und es hat mir einfach in der Seele wehgetan, weil es gar nicht Wim ist. Und deswegen waren die Spielfilme eigentlich nie eine Freude. Das ist anders bei den Dokumentarfilmen. Weil da kann er ja so drehen, wie er will. Also er kann von einem Tag auf den anderen drehen. Er weiß noch nicht genau, was er dreht.
Er kann sich auf die Person einlassen, er kann seine neuen Ideen einfließen lassen und das ist letztendlich genau das, wo er halt super drin ist. Deswegen sind auch die Dokumentarfilme jetzt alle so toll. Ah, un travail d'enfer. Et j'ai retardé mon départ au moins 2 ou 3 fois jusqu'au jour qu'il fallait partir. Mais ça m'est coupé beaucoup le cœur d'abandonner ce spectacle si énorme. Nochmal. Er geht in Projekte rein, die sind einfach deshalb so gnadenlos gut, weil kein anderer darauf gekommen ist. Auch mit den Techniken. Ja. Pina Bausch, das Porträt von Salgado, die Art und Weise, wie er sich diesen Leuten annähert, das ist sensationell. Ob er da eine Nase für hat oder ob es Intuition ist. Der Buena Vista Social Club, wie kann er ein Thema, was ja jahrelang da rumliegt, diese tolle Musik, die Leute, die Menschen, ja, warum ist er derjenige, der da hingegangen ist und es dann geschafft hat, durch seine Umsetzung das Thema der ganzen Welt emotional zugänglich zu machen. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. In meiner Kategorie ist Wim ein Punk. Der Anspruch zu sagen, es muss nicht perfekt sein, wir fangen jetzt erstmal an. Ja, wir gehen jetzt raus und machen, egal ob wir es können oder nicht. Das ist ja eigentlich eine der großen Punk-Gebote gewesen. Ja, hör auf, andere zu bewundern, mach selber was. Und wenn es nur 3 Akkorde sind, das wird sich schon alles auf dem Weg ergeben. Und ich glaube, dass vieles seiner Art des Filmemachens aus diesem Spirit heraus natürlich gelebt hat. There's a land, turn it up, embrace what we've become. Ich gehe schon ein volles Risiko. Und das volle Risiko ist auch ein Motor und ist auch ein Antrieb. Ganz klar, dass man damit auch durchaus mal reinfallen kann und durchaus mal richtig Pech haben kann. Von Geld habe ich ohnehin keine Ahnung. Wenn ich mir meine Laufbahn angucke, habe ich nur schlechte Geschäfte gemacht. Der amerikanische Freund zum Beispiel lief in Cannes, ist auch gut angekommen, hatte tolle Kritiken. War der erste Film, wo internationale Verleiher gekommen sind und ihn kaufen wollten. Und wir hatten in Cannes ganz viele Kontakte gemacht. Und dann kam ein Telegramm aus Spanien, ein Angebot, $10.000 für den amerikanischen Freund. Da habe ich gesagt, das müssen wir machen, 10.000, boah. Und dann haben wir den amerikanischen Freund outright für alle Zeiten für $10.000 verkauft. Der ist in Spanien, in Barcelona, 1,5 Jahre im Kino gelaufen und hat weit über 1 Million Zuschauer gehabt, in Barcelona allein. Der Kinobesitzer hat sich davon ein neues Haus gebaut. Der Wenders ist einer, der nie auf seinem Geld sitzen geblieben ist, sondern er hat immer gesagt, Geld ist dafür da, um es auszugeben. Und wir haben eigentlich immer verrückterweise auf hohem Level von der Hand in den Mund gelebt. Weil Wim immer gesagt hat, wir brauchen keine Sicherheit. Er hat ein großes Gottvertrauen. Er glaubt, dass für uns gesorgt wird.
Er hat wirklich Vertrauen. Er sagt es nicht nur so, sondern er setzt seinen letzten Pfennig irgendwo rein und wenn es untergeht, dann sitzt er eben da und sagt, wir kommen trotzdem gleich irgendwo an und das Geld kommt schon irgendwie wieder. Operator? Ja, Vater. Grüß dich. Ich bin in Los Angeles und wir sind hier im Moment am Drehen. Ich bin nur ganz schnell ans Telefon gewischt. Ist der Klaus bei euch? Ist der Klaus bei euch? Ach Mensch, der hat heute Geburtstag. Ich dachte, er wäre bei euch. Ach Mensch, kannst du ihn für mich anrufen? See you later. Ich habe ein bisschen Gefühl gehabt mit dem amerikanischen Freund, dass ich innerhalb der Grenzen des Filmemachens in Deutschland wirklich alles ausgeschöpft hatte. Zumindest für so einen jungen Mann von Mitte 30. Und dass es wirklich einer neuen Herausforderung bedurfte. Und das war Amerika und Hollywood auf jeden Fall. Ich bin ja richtig hingezogen. Ich habe ja wirklich mein ganzes Leben komplett verändert. Ich habe ja auch gedacht, ich könnte sowas wie ein Amerikaner werden. Ich hatte in der Zeit ja auch geheiratet, eine Amerikanerin. Das Filmemachen ist eine ziemlich radikale Aufgabe. Man muss da schon sein Leben riskieren manchmal. Im wahrsten Sinne des Wortes oder alles, was man ist und was man hat. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, alles oder nichts. Ich kann dann nicht nur so jetzt mal nach Amerika und hinterher bin ich wieder da und wird schon alles gut werden. Das war ein richtig existenzieller Schritt. Ich bin da hingezogen, 78, um sozusagen einen amerikanischen Film zu machen. He's a brother of the Newt. Newt? Yeah. He couldn't squeeze the time of day out of him. Must be in a kind of charm, huh? Bei Paris, Texas weiß ich heute noch nicht, wie all das, was wir da gemacht haben, letzten Endes funktioniert hat. Es gab eigentlich nur wenige Dialoge von Sam Shepard. Und wir haben uns da in ein völliges Wagnis reingeschmissen und haben jeden Tag gedreht, ohne zu wissen, wo wir hinkommen mit dem Film. Ich habe manchmal abends gedacht, bist du Wahnsinn? Du hast kein Drehbuch, du weißt nicht, was du morgen machst. Bist du von allen guten Geistern verlassen. Und dann ging der nächste Tag trotzdem. Und wir haben den Film dann auch von jedem Tag, von einem auf den anderen, immer als Neuland weitergemacht. Wir waren nie weiter, als die Geschichte war. Niemand wusste mehr, weder ich noch die Schauspieler. Wim called me about playing a role in Paris, Texas, and he called me up and said, "Come down to Houston. We're doing this movie. I want you to be in it." And so I went down to Houston. And he gave me the speech of a screaming man. And Wim said, "We're gonna shoot this scene in about an hour." And I said, "Wim, I can't remember all these lines in 1 hour." Clear out to the goddamn Mojave Desert. And beyond that, clear out past Barstow. And everywhere else in the valley, all the way to Arizona. None of that area will be called a safety zone. And then I concluded with my own lines. You may think I may be a slime bucket, but believe me, I know what the hell I'm talking about. I'm not crazy,
And don't say I didn't warn you. I warned all of you. I may be a slime bucket, but believe me, I know what the hell I'm talking about. On découvrait beaucoup de choses sur le plateau parce que le scénario de ce film était très particulier. Il n'était pas très épais et sur chaque feuille, il y avait un petit paragraphe. Donc on découvrait les choses en train de se faire. But that's what's interesting about Wim is he goes towards the other so often. But those are the best movies. The best movies are the ones that can't be accounted for. And even sometimes I can't even quite tell you the story. It went through my mind, well, he obviously has a script somewhere, doesn't want to show it to me. And how do I get it out of him? Until the awful truth revealed itself, and no, there is no script. We're working, we're free-falling into a movie. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Great City Film. While Wim is out driving around, he's writing the script. Why don't you call back later? Okay, bye. I tell you what I do, I go downtown and buy a Mercury too. I'm crazy about a Mercury. I'm crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. The script was written day by day, and I remember that he didn't sleep during all the shoot. He was working all night, writing the scene in the morning. Actually, I had no idea what we were actually filming. The script would arrive underneath the door. The next day's shooting would arrive underneath the door at sort of like 3 in the morning or something, and we'd be ready to shoot at 6 in the morning, and I had no idea what we were shooting. Here you go. No quarters. 2 nickels. I have a quarter. Are we going to shoot this scene or not? We will. Take another. The question is whether we're allowed to shoot it or not. We don't have no permission whatsoever, so we just have to do it fast before they come and beat us. I would say that Wim's a desperado. For lack of a better word. By desperado, I mean sky jumpers say that free falling gets you closest to target. A lot of them die. But if you're not killed, you get very close to the target. I mean, I think that's the whole thing. He just jumps in at the deep end, doesn't he? He sort of like jumps into a film, and that's a risk. After you're taken by the movie itself, and Except for one thing they forgot. He always has one extra component. If the parachute doesn't work, wings. He'll sprout wings at the very end and touch ground and survive. So go and fill your brown bag and put on all your clean rags. Let's go downtown and see what's going on. You take me down the Vine Street. I could see it was like a sort of special alcohol for Wim, that he was drinking in peace, this effect of not knowing exactly what was going to be the tomorrow. Watching the ladies dancing on the floor. We're going down in Hollywood. You better hope that you don't run out of gas. he had a lot of money problem on Paris, Texas too. At the end of the movie, we didn't have money at all. So we ended Paris, Texas with a crew of only camera and
me alone on the sound, and no drip and no electrician for 1 week. On a beaucoup travaillé. On a eu parfois, oui, on se demandait ce qui allait se passer à cause des interruptions, à cause des problèmes d'argent, des fonds qui n'avaient pas transité, qui avaient mis du temps à arriver aux États-Unis, puisque l'argent arrivait d'Allemagne, etc. It was really shocking, I think, for Harry Dean or some people in the crew felt exhausted by not knowing what was going on. He seemed never afraid. I would have freaked out like every day, you know. At that time, he wasn't, he was searching to find himself more as an artist, I think, and dealing with this jungle Hollywood here, too. You know, he was getting, he was growing, painfully growing, like we all do. Well, I used to live on Broadway, right next to the Liar's House. And I think in the very end, he told me that he knew all the time that thanks to those stops, thanks to all those terrible moments of our dire straits, as he would say, it was giving him time to rewrite the script, figure out how to give him space. I had to move. I'm living on Straight Street now. Gab es auch ganze Tage, wo ich irgendwie nur so wie gelähmt so funktioniert habe, aber eigentlich immer gemerkt habe, verdammt nochmal, wie kommst du hier lebend raus? Und dann half tatsächlich nur die klare Erkenntnis, du musst jetzt durch. Robbie war der Einzige, der wusste, wie ich mich gefühlt habe. One day my heart got troubled, all about my dwelling place. He was not a director that was pushing along. You never felt under pressure, although everybody knew sometimes that we were under pressure. But Wim never gave us the feeling that he alone had to accomplish something and we had to help him very quick to do that. So we had always the time to think about how we're going to do it. And if you have that time, if you have that kind of peacefulness, you think more exact and you come quicker to solutions. Robbie et Wim étaient amis, étaient complices. Des complices de cinéma, frères de cinéma. I think that Paris, Texas without Robbie will not be the same movie at all. The setup on the Peep Show is something that nobody forgets. Then he ran. He never looked back at the fire. He just ran. He ran until the sun came up. And he couldn't run any further. And when the sun went down, he ran again. For 5 days he ran like this, until every sign of man. Und dann war letzten Endes Robbies Idee, lass uns das nicht nur so tun, als ob das da ein Glas dazwischen wäre und er sieht sie und sie sieht ihn nicht. Lass uns wirklich so eine Scheibe herstellen. Travis. Diese Scheiben, diese halbdurchlässigen Scheiben, sind sehr teuer. Und dann haben wir das ganze Geld, was wir überhaupt noch übrig hatten, in diese Scheibe investiert. Und wenn die kaputt gegangen wäre, wäre der Film zu Ende gewesen. Als die beiden die Szene gemacht haben, so als so eine Art One-Act-Play, da habe ich gewusst, ja, jetzt sind wir an was dran,
was viele Menschen mitziehen wird, weil das war auch beim Drehen atemberaubend. Ich wusste, das war das Beste, was ich je gemacht hatte. Und wie gut, ob das Beste gut genug war, wusste ich natürlich nicht. Aber ich wusste, besser konnte ich nicht. Alors, la Palme d'Or, c'est Paris, Texas. Es war kein amerikanischer Film, es war ein Film über Amerika, in Amerika, aber nicht von einem Amerikaner. Das war ein Bild von Amerika, was nur ein Europäer haben konnte, der Amerika sehr liebte. Und den hätte ich nie im Leben machen können, ohne nicht vorher krachend gescheitert zu sein. I first heard about Wim Wenders from an associate of mine named Fred Roos, who was very helpful and collaborative with me in terms of finding talent, so that I was very interested. And I think the film that brought Wim up to our attention was American Friend. Yeah, I couldn't sell that option. I remember meeting Wim. I liked him immediately. He was a very charming, attractive, and enjoyable person to know. And I was very excited. I thought the mood and style of American Friend was very appropriate for this novel that we had bought, which was a fictional version of the writer Dashiell Hammett. And I thought that the choice of Wim would bring it a kind of honesty which I had felt in his work. Francis hatte mich schon angestellt, weil der amerikanische Freund ihm sehr gut gefallen hatte und weil er dachte, sowas könnte der Mann doch hier auch machen. Damals war er halt Chef eines neuen großen Studios, American Zoetrope. The whole Zoetrope studio idea was to make a studio that was sensitive to real filmmakers making films in a way that we favored, which was personal films and films sort of made by hand rather than industrial films on a platform that is totally free. Zoetrope was just beginning, and so we were on new and shaky ground, meaning that it had cost a great deal of money to buy the studio and create the studio. This is the end, beautiful friend. At that time, I worked on another big production, so I was surrounded by problems. I mean, I had to make the studio be a success or lose it. I think we had just survived the apocalypse now. We thought it was going to be a financial disaster, but it fooled us. Dieser Hammett war eine tolle Figur. Ich hatte eigentlich auch eine tolle Besetzung, ich hatte auch tolle Hilfe mit den Schauspielern. Und ich habe die Geschichte langsam umgeschrieben. Ich habe andere Charaktere reingebracht. Ich habe so gehandelt, wie ich das kannte, aus dem amerikanischen Freund zum Beispiel. Beim Hammett habe ich gedacht, wenn er will, dass ich das so mache, dann benutze ich dieselbe Methode. Und dadurch, dass Francis Coppola dermaßen beschäftigt war mit seinem Apocalypse Now, dass er sich nicht darum gekümmert hat, was ich drehe, habe ich eigentlich so gedreht, wie ich das konnte und wollte. They shot beautiful stuff with the art director, a real
period locations in San Francisco. It looked great. It was very impressive. It was big production. But when they started to come to the studio to shoot the scenes on the studio, there were some problems on the set. And I didn't want to interfere, but actually my son, who was then about 18 or something, was assistant on the film, and he would come back and he says, "Dad, you ought to go visit the set because it's pretty interesting what's going on there." And I said, "Well, what?" And he says, "Well, I don't want to say, but you should go check it out." Und wo Francis irgendwann mal aus seinem Schneideraum aufgetaucht ist und gesehen hat, ach, der Wenders ist jetzt schon fast fertig. Und was dreht er jetzt morgen? Ach, der dreht diese Szene, die kenne ich doch gar nicht. Die steht doch gar nicht im Drehbuch. Moment, was ist denn hier passiert? Das war meine Schlussszene und da waren Figuren drin, die vorher nicht drin gewesen waren. Francis hat mit Erstaunen irgendwie gelesen, was der Wenders an seinem letzten Drehtag alles machen wollte oder in den letzten 3 Drehtagen und hat gesagt, halt, was ist denn? Lass mich mal gucken. What I didn't understand, and which I consider is my failure, is that he was coming from a different culture, under the radar, working the way he normally worked, which is taking the characters with, like in Hammett, and changing those or the other characters. And that was his tradition. My tradition that I was going for is that we had this script and we cast it. So we really scratched our head of how to solve this problem. Der Film war schön. Ich fand ihn toll. Und ich glaube, er wäre auch gut geworden, aber es hat nicht dem entsprochen, was die im Sinn gehabt haben. Dass es ein Film über einen Schriftsteller geworden war und nicht das, was sie alle irgendwie im Kopf gehabt hatten, eine fiktive Geschichte über einen Detektiv. Basically, I told him that he could not rewrite the film and change it right in front of us without knowing how it was going to be, because we didn't have any experience with that kind of situation. Ein amerikanischer Produzent, und sei es auch ein Coppola, der wirklich das Künstlerische, ich möchte sagen, verehrt, ja, der Wim ja deshalb haben wollte. Und der erlebt jetzt einen europäischen Künstler, der sagt, warte mal, er kann doch nicht plötzlich da sitzen und sagen, das Drehbuch interessiert mich nicht, ich warte jetzt auf die Inspiration, ich warte darauf, dass mein Unbewusstes mir die Message sagt, wo ich links gehen soll. The main problem was happening on the set every day, when a character who was supposed to be there for 1 day was there already for a week and was showing no signs of not becoming the main part of the film. When he asked me what I said I thought she'd be perfect. Just perfect. That'll stop a kitten if you're lucky. It'll stop a tiger if you know how to point it. It was all about the character, the specific character called the Lady in Red. And every day there were more pages for this character, which was a mysterious one-day character. $5,000? Inside coat pocket. He needed one hand for the money and the other for the gun. He wasn't good enough to handle both. How do you say cherche la femme in German? That's as simple as that. It's the most simple thing on earth. You know, this is an ancient story. This story is not simple. This is about what it was about. It was his wife, and his wife wanted to have the leading role, and there was no part for her, so she made it. And she never stopped shooting.
and I stopped them from shooting her. Open chest over open heart. Ich bin dann nach Amerika und war dann lange allein, habe dann in Amerika geheiratet, Ronnie Blakely. Die Beziehung hat nur 2 Jahre gedauert. Ronnie Blakely war in Hammett vor der Kamera. Sie war aber am Ende nicht mehr zu sehen im Film. Ich bin aber nicht derjenige, der darüber reden will. Es ist jetzt eine lange Geschichte und ist zu privat. I see, I've got it all away. He asked if it was all right if she did a cameo, if she did one day in a role that they would invent for her. And now he took his wife's part and made it the main part in the movie when she was just going to be there for one day. And if you're a director and you're going to put this girl in this movie and you want her to be the star, one worries when it's the woman that you're sleeping with. Dann wurde der Dreh gestoppt und Francis hat allmählich gecheckt, wo wir standen und was wir gedreht haben, hat sich auch alles angeguckt und hat dann gesagt, vielleicht hast du ja recht. Das ist zwar ganz anders, wie ich das zuletzt gelesen hatte vor ein paar Monaten, aber vielleicht ist es ja gut. Weißt du was, du schneidest das jetzt alles und dann kannst du immer noch den Schluss drehen. Maybe he believes that, but if he were here, we could ask him what he thought was happening with Ronnie. Does he ever mention his marriage to her and that she was in the film? Yes, he mentioned it. Does he say that the part kept getting bigger every day and that she was writing the scenes? That he didn't say. Okay. Well, I don't want to argue with him. I love Vim. We'll get as much of this, if not all of it, in there. But when you start getting a film down, better performance. They're talking about sending the picture on Friday. Tomorrow night. Tomorrow night. Francis und ich haben uns manchmal ganz schön angefaucht. Gleichzeitig wussten wir auch beide, wir machten das, um uns gegenseitig nicht bloßzustellen oder um uns gegenseitig nicht fallen zu lassen. Wir wussten auch beide irgendwie, das war eine Situation, die wir so nicht gewollt hatten. Wir wussten beide, es ging auch ums nackte Überleben. I was scared. So I just thought, well, maybe if we could get the pieces that we need to add up to the end, at least we can finish the movie without sacrificing Vim. Und dann habe ich gedacht, die würden mich feuern. Was sollten sie sonst machen? Natürlich will man es schaffen, aber dann ist man halt vor der klaren Erkenntnis, dass es nicht zu schaffen ist, dass man sich in eine albtraumhafte Situation buxiert hat oder hinbuxiert worden ist, wo die Aufgabe einfach tatsächlich nicht zu meistern ist. Die ist nicht zu machen. Das konnte doch nur scheitern. Also ich merke jetzt, wo ich das sage, dass mir die Tränen kommen. Ja? Dass dieser Mann, den ich ja so als Person so gern habe, dass der so blind war. Was wollte der da drüben? Ist er verführt worden, dass weil die Zoetrope-Leute, weil die ihn so bewundert haben? Ist er verführt worden, weil er diese Träume hatte? John Ford? Aber er war kein Westerner. Er ist ein wirklicher, typischer europäischer Bildungsbürger. Das war damals schwer auszuhalten und schwer zu Du bist ganz still geworden damals. Man hat kaum mit dir reden können. Ja, ich war auch sehr in mich gekehrt. Ich war natürlich schon sehr enttäuscht. Ich erinnere mich, du warst kaum ansprechbar in der Zeit. Wirklich? Also, wenn wir uns gesehen haben, du warst sehr lakonisch, ganz still. Immer leise geredet, ganz lakonisch. Ja, das war die harte Schule, die zwischen 78 und 84 durchgegangen wird.
through the whole thing, top to bottom, and we'll be sure to go through all this. And I think we're in striking distance to just get with him in the door, not show him walk up to that door, which takes a long time. But he's already in that door, talking to the woman, right into the inaugural door. The company did want to fire Wim because they felt he shouldn't rewrite the film and change it on the set. And now as I look back on it and knowing Wim's other work, I bet you it would have been interesting. And it would have been truthful, because that's what was going on in his life at that time. And maybe I'm wrong. Maybe Ronnie Blakely and Wim would have made an unbelievable film. It wouldn't have been the same film that we thought we were making, but it might have been, in the end, you know, I couldn't be so wise as to know that at age whatever I was. Und dann muss ich schon sagen, mit großer Hochachtung vor Francis, er hat mich nicht gefeuert, sondern gesagt, pass auf, wir wollten eigentlich einen anderen Film und den müssen wir mal durchgehen. Ich möchte schon, dass du den machst. Ich war auch ein dickköpfiger Deutscher, der, wenn man ihm einen Job gibt, dann macht er den auch zu Ende. Und weil Francis mich nicht gefeuert hat, habe ich dann auch nicht von mir aus hingeschmissen. If you're half smart, what's the length now? If your fancy friend with the velvet collar is half as smart. Und dann haben wir 3 weitere Autoren verschlissen und noch 40 Versionen des Drehbuchs geschrieben, bis dann ein anderer Film geschrieben war, auch anders als der von Anfang an geplant, ein völlig anderes Drehbuch. Und dann habe ich den nochmal gemacht, denselben Film, und wir haben von dem ersten Drehen 10% behalten. Außer mir und dem Frederick Forrest, der den Hammond gespielt hat, war beim zweiten Drehen niemand mehr am Set. Der Hauptdarsteller und ich, alle anderen waren anders. Alle anderen Rollen, der Kameramann, alles. Es waren 2 Menschen von dem ersten Dreh übrig. At the end, we had no more money left, so we shot it in the most efficient way we could, and I don't know that there were multiple editors. I mean, he edited it, but he had the obligation of editing it according to the script story that was shot. Der Film war ja dann auch für Francis ein großes Scheitern und eine Niederlage. Wir hatten beide die Situation, dass wir uns da wieder rauskatapultieren mussten. Auf der einen Seite muss man irgendwie mit Anstand das beenden, was eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und irgendwie musste dieser Film Hammett ja fertig werden. Dazwischen lagen 2 Jahre, in denen ich gewartet habe. Nach meinem ersten Drehen und zwischen dem ersten und dem zweiten sind 2 Jahre vergangen. Ich habe mich ja schon durchaus selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen. Ich habe ja in dieser Zwischenzeit, in der ich zum Warten verdammt war, Stand der Dinge gemacht. Stand der Dinge war ein sehr selbstständiger, auch sehr eigenartiger Kommentar zu der Situation des Wim Wenders in Hollywood. And for years, people in Germany knew the state of things, and they thought that I had behaved like the character in that film does, which I didn't. I think Wim was so freaked out over the Hammett experience that he may not have been conscious of it, but he was certainly letting out his emotions, his wrath towards Francis Coppola. And you could see when you watch the state of things, it's a statement about his experience working with Francis Coppola on Hammett. I mean, it's a direct result of that. It's kind of a slap in the face to Francis Coppola, you know. She runs and runs all the way along the balcony here, right to the end, over, on the beach, all along the beach. We follow her, let the camera roll, and into the ocean. Well, how'd you like that? It's a hell of a shot. One of the best in the whole picture if you can get it. What do you mean if we can get it? We're out of film. No more film. How about the short ends? That's what we've been using the last few days.
You just have enough in there for one very quick, brief close-up. And if you were the Emperor of Prussia, Fritz, it wouldn't do you any good. Der Stand der Dinge ist ein Film über einen gescheiterten Film. Der Stand der Dinge ist ein Film über ein Filmteam, was den Film nicht zu Ende kriegt und die mitten im Drehen aufhören müssen, sodass schließlich der Regisseur sich aufmachen muss, um den Produzenten zur Rede zu stellen. You motherfucker. I ought to have my fucking head examined, talking me into black and white. Who the fuck makes black and white now, huh? An ice cream parlor, that's who makes black and white. Black and white. Oh, boy. You must have been a dog in another life. You know? You got that dog face. You just look at somebody, you just want to make me feel guilty. C'était une revanche contre une manière de faire du cinéma qui était autre, qui lui était imposée. Donc c'était, oui, c'était une revanche, une recherche de catharsis. Come on, I love you, you motherfucker. It's not my fault. I didn't want it to turn out like this. You believe me? I don't want to tell you anything more. I don't want to get you in. The answers are all in my eyes, Friedrich. I didn't expect it to be like this, okay? I expected to be back in Portugal under the sun with a clean shave. Many people, when I was in Germany, felt that I had bullied Wim, that I had double-crossed him, but I didn't. The bottom line is I liked him even when it was all done, although my feelings were hurt when he made the other film because everyone misunderstood what had really happened. Well, time for all good survivors to say goodbye, huh? Ein Film, in dem am Ende sowohl Produzent als auch Regisseur umkommen, umgebracht werden. Ich habe das Problem, den Konflikt zwischen Produzenten und Regisseur dadurch gelöst, dass ich sie beide erschossen habe. War auch eine Art des Exorzismus der Situation von Hammett. And I can't believe this is happening, you know. I have a handheld camera in my hand that I handle like a gun to protect my body, but it is no protection. As I fall backwards, I realize the producer has been shot as well. And I think for Wim, State of Things was a turning point in his life. Da habe ich wirklich verstanden, aha, ich war einfach nicht in der Lage, einen amerikanischen Film zu machen. Dazu hätte man Amerikaner sein müssen und ich war kein Amerikaner. Ich würde auch nie einer werden. Deswegen hatte ich mit Hammett nicht den amerikanischen Film gemacht, den ich mir versprochen hatte. Ich wusste aber inzwischen, dass ich nie einen würde machen können, aber ich könnte vielleicht einen Film in Amerika machen, mit dem ich froh war. Francis und ich haben unseren Frieden gemacht. Wir haben uns eigentlich immer mehr geachtet. Je mehr das hinter uns lag, dieses Hammett, umso mehr haben wir uns eigentlich gegenseitig als Freunde angesehen. Wim Wenders was a masterful filmmaker who always made his films be personal and honest. And take that clue from him and make your films personal and honest, and you can do no wrong. And Cherchez la femme.
wollte ich nicht nach Deutschland zurück mit einem Misserfolg. Und so mit leeren Händen nach Hause kommen wollte ich auch nicht. Und dann ist mir ja Gott sei Dank mit Paris, Texas ein Film gelungen, mit dem ich dann guten Gewissens nach Hause kommen konnte. Da hinten ist das, wo wir hinwollen.